Wie wirkt Bewusstsein in der Materie? Ist es vielleicht sogar möglich, verschiedene Grade, Stufen, Intensitäten am Bewusstsein zu unterscheiden? Mit Burkhardt-Heims Modell der Psyche rückt diese Frage in die Reichweite naturwissenschaftlicher Betrachtung. Und darum geht es in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhardt-Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Im letzten Video dieser Reihe habe ich euch erklärt, wie unsere Psyche eine Reihe von Strukturstufen bildet, die über den eigentlichen körperlichen Strukturen angesiedelt sind. Über im Sinne einer höheren x5-Koordinate und einer Schachtelung sogenannter Ilkor-Strukturen, in denen körperliche Reize in Reaktionsmuster umgewandelt werden. Wenn ihr dieses Video angeklickt habt und gerade keinen Schimmer habt, worum es geht, ich hoffe, ich kann euch motivieren, die gesamte Playlist einmal anzuklicken, dann steigt ihr rein in eine spannende Reise in Burkhardt-Heims Modell unserer Wirklichkeit. Weil Burkhardt-Heims Wortschöpfungen alle so schön sind, jetzt ist es Zeit für noch ein paar neue. Den Ilkor, den hatten wir kennengelernt. Das ist der intermittierende Leitmetroplex korrelativer Eigenschaften. Und das ist eine Metroplex-Struktur, mit der wir unsere Psyche beschreiben können. Das Wort Ilkor eignet sich aber besser für dieses Konzept, weil wir wollen damit auch Dinge beschreiben wie den Ilkor eines DNA-Moleküls oder einer einzelnen Zelle. Und da wäre es etwas komisch, von einer Psyche zu sprechen. Dann hatte ich euch das mit den Sinnesreizen erklärt. Ein Reiz am Körper, der wird über die körperlichen Strukturstufen bzw. die daran hängenden Aktivitätenmuster in ein höheres Muster transformiert, durchdringt alle körperlichen und psychischen Strukturstufen bis hinauf in meinen Ilkor. Dort werden die Sinnesreize verarbeitet in Reaktionsmuster und treten wieder hinab auf dem umgekehrten Weg, über einen fallenden Aktivitätenstrom, über sämtliche Totalitäten bis in den Körper, wo eine körperliche Reaktion erfolgt. Eine syntrometrische Struktur mit diesen Eigenschaften, die wollen wir jetzt eine Syntrokline nennen. Syntrokline vom lateinischen clinare, also geneigt sein. Eine Syntrokline ist also Richtung unserer x5-Koordinate geneigt. Das heißt, sie steigt oder fällt metaphorisch hinsichtlich der Komplexität ihres Ideenmusters. Ganz exakt ist eine Syntrokline eine Folge von Syndromen, die verschiedene Totalitäten überbrücken. Das nur der Vollständigkeit halber. Die Syntrokline können wir uns dann als eine Art Kanal vorstellen, in dem unsere Aktivitäten sich gewissermaßen bewegen, metaphorisch gesprochen. Dieses ganze Syntroklinen-System, das an meinem Ilkor andockt, das nennen wir jetzt das Ilkor-Manual. Von Manus die Hand, also das ist gewissermaßen, die Syntroklinen sind gewissermaßen die Finger, die an meinem Ilkor andocken und deswegen Manual, Manus die Hand. Und diese speziellen Syntroklinen, die von meinem Ilkor ausgehen, die wollen wir außerdem nennen die Telekor-Syntroklinen. Von Tele, also Fern, Fernwirkung, und Kor wie Ilkor, Telekor-Syntroklin. Fangen wir jetzt mal an bei ganz einfachen biologischen Makromolekülen. Deren Körper befindet sich auf der Totalität 7, deren Ilkor auf der Totalität 16. Dazwischen ist gewissermaßen nichts. Ihr könnt euch das vorstellen wie ein System leerer Metroplexe. Ein leerer Metroplex ist gewissermaßen das Nullelement der Syntrometrie. Sowie die Null, also die Zahl 0, das Nullelement der Addition ist, also wo nichts weiter passiert, wenn man etwas hinzufügt. Zwischen diesen beiden Totalitäten gibt es also einen Aktivitätenstrom. Und dessen einzige Aufgabe ist es im Falle eines Enzymes, dessen körperlichen Zustand zu regeln. Und diese Regelung ist auch der Grund dafür, dass das Enzym entgegen aller thermodynamischen Wahrscheinlichkeit stabil ist und überhaupt erstmal in die richtige Faltung kommt. Das ist der Mechanismus, über den die klassische Naturwissenschaft so ein bisschen rumlaviert, wie das zu erklären ist. Aber hier im Heim-Modell ist das ein Aktivitätenstrom, ein Muster, das aus dem Transbereich auf das Molekül übertragen wird. Und auch wieder zurück. Nun könnt ihr euch leicht vorstellen, dass für komplexere Daseinsformen auch komplexere Ilkor-Strukturen nötig sind. Einfach weil mehr oder intensivere Aktivitätenströme übertragen werden müssen. Damit diese Intensitäten und höheren Qualitäten übertragen werden müssen, müssen sich diese Aktivitätenkanäle, also unsere Telekor-Syntroklinen, aber aufspalten.
Burkhard Heim überlegt das folgendermaßen. Er hat sich intensiv mit Psychologie und Psychopathologie auseinandergesetzt, um dazu einem Schema zu kommen. Und er betrachtet das interne Funktionieren der Psyche, also des Ilkurs, als das Zusammenspiel von 4 grundlegenden Triebkomplexen, die man alle jeweils als eigene Metroplex-Struktur auffassen kann. Das sind die Komplexe der Selbsterhaltung, der Selbstentfaltung, der Arterhaltung und Sozietätenbildung und die kaptativen Triebe. Das ist so etwas wie Territorial- und Jagdverhalten. Diese Triebe, die müssen innerhalb des Ilkurs gewissermaßen gegeneinander abgewogen werden. Und das führt vor allem bei höheren, komplexeren Strukturen zu gewissen Polaritäten und Antagonismen. Schauen wir uns das jetzt mal an, wie das für die einzelnen Lebensformen aussieht. Die Totalitäten 7 bis 10, die kommen mit einer einzigen Telekosyntropline aus. Das sind unsere ganz simplen biologischen Daseinsformen, bei denen wir zwar erkennen können, die sind gegenüber dem rein chemischen Hintergrund ihrer Umgebung abgegrenzt, aber eigentlich tun sie nicht viel mehr als zu funktionieren. Sie haben praktisch keine Freiheitsgrade, auf ihre Umwelt zu reagieren. Das ändert sich ab der Totalität 11. Hier kommen mit dem festen Zellkern und dem Zytoskelett der Zelle andere Strukturen hinzu, die Reaktionen ermöglichen und mehr Steuerungsmöglichkeiten. Das bedeutet die erste Aufspaltung unseres Aktivitätenstroms in 2 Kanäle. Das entspricht also unserem eukaryotisch einzelligen und pflanzlichen Leben, wobei man auch die Pilze dazu zählen kann. Es sind hier komplexere Gewebe möglich bis zur Totalität 13. Allerdings sind alle diese Daseinsformen fest an ihren Standort gebunden und sie können nur sehr eingeschränkt auf Veränderungen ihrer Umwelt reagieren. Das ändert sich bei der nächsten Aufspaltung von 2 in 4 Telekosyntrophlien. Das entspricht der Daseinsstufe des tierischen Lebens. Als biologische Matrix ist hier mindestens eine der Totalität 11 erforderlich, also ein Körper der Strukturstufe 11. Der Freiheitsgrad dieser Daseinsform ist jetzt deutlich erhöht. Diese 4 Triebkomplexe können Polaritäten bilden, sie können ein aktives und passives Verhalten münden, heißt das, und es treten erste Antagonismen auf. Das heißt so etwas wie, dass ein Tier zum Beispiel sein biologisches Grundbedürfnis nicht unmittelbar an seinem Schlafplatz verrichtet, sondern dafür einen anderen Ort aufsucht. Es bedeutet auch einen gewissen Antagonismus zwischen Paarungstrieb und Selbsterhaltungstrieb, die miteinander irgendwie zusammenkommen müssen im Zweifelsfall. Dann gibt es einen nächsten Duplikationsschritt von 4 auf 8 Telekosyntrophlien. Und das ist bereits die Vorstufe zu uns selber. Das ist das höhere Primatenleben. Hier ist das Verhalten, auch das Sozialverhalten, schon deutlich komplexer. Es sind erste Anzeichen von Intelligenz zu erkennen. Aber trotzdem sind die höheren Primaten immer noch fest an den biologischen Seinshintergrund gebunden. Und jetzt bleibt uns eigentlich nicht mehr viel anderes übrig, als über uns selbst zu sprechen. Ihr könnt euch schon denken, es tritt eine weitere Duplikation unserer Steuerkanäle auf, von 8 auf 16. So viele Finger habe ich gar nicht mehr. Bei uns kommt aber jetzt noch etwas anderes hinzu, das uns von den Tieren unterscheidet. Und das möchte ich euch für das nächste Video aufheben. Der Punkt dieses Videos ist, ihr seht in diesem Modell, gibt es eine sich steigernde Intensität an Aktivitätenströmen zwischen Bios und Psyche. Und für Burkhard Heim ist dieser Prozess der Aktivitätendynamik ein direktes Maß für den Grad an Bewusstheit einer Seinsform. Ich habe euch das mal hier schematisch dargestellt. Wir gehen also vom Grade 0 von biologischen Letzteinheiten aus, die praktisch nichts tun, außer Regelkreise auszuführen, über den Grad 1 des zellulären und pflanzlichen Lebens, zum Grad 2 des tierischen Lebens, Grad 3 des höheren Primatenlebens und wir selbst stehen auf dem Grad, Bewusstseinsgrad, Bewusstseinsstufe, wie immer ihr wollt, Nummer 4. Jeder dieser Bewusstseinsstufen impliziert, dass ein Maß an Freiheitsgraden gegenüber der Umwelt zu reagieren oder sie wahrzunehmen möglich ist, das für die darunterliegenden Stufen völlig unvorstellbar ist. Auch was wir vermögen, ist für die höheren Primaten noch völlig unvorstellbar. Jetzt bleiben mehrere Enden der Geschichte offen, wie ihr gemerkt habt. Den ersten habe ich schon gesagt, was ist es eigentlich, das uns Menschen so krass vom Tier unterscheidet? Die zweite Frage, wo genau setzen diese Aktivitätenströme eigentlich im Körper an?
Wenn Sie einen körperlichen Anknüpfungspunkt haben, müsste man das ja eigentlich auch irgendwie nachweisen können. Drittens, wie sieht eigentlich dieses interne Funktionieren der Psyche, also des Il-Core, aus? Ihr merkt, der Freiheitsgrad der Themen hat sich stark erweitert. Vielleicht hat sich auch der Grad eures Bewusstseins durch dieses Video ein bisschen erweitert. Wenn er das getan hat, gebt mir einen Daumen nach oben und ich würde mich freuen, wenn euch das motiviert hat, beim nächsten Mal weiterzumachen, weiter reinzuschauen bei 6 Dimensionen in Farbe.